Tag und willkommen zum TS Legal Talk. Mein Name ist Pascal Lotter und heute habe ich einen spannenden Gast bei mir, der uns alles über die bevorstehende Legal Tech-Revolution in der Schweiz erzählen wird. Herr Dr. Vital Meyer ist der stellvertretende Gesamtprojektleiter von Justitia 4.0, dem Digitalisierungsprojekt, das den ganzen Rechtsverkehr in der Schweiz ins 21. Jahrhundert holen will. Vital Meyer, ein gebürtiger Basler, erlangte seinen Doktortitel in den Naturwissenschaften von der ETH Zürich und erhält auch einen eMBA von der Universität St. Gallen. Zwischen 1997 und 2007 arbeitete er unter anderem als Ingenieur und Projektleiter bei der NetKetera AG und bei Swiss Life. Zwischen 2007 bis 2013 war er Consultant und Mitglied der Geschäftsleitung und IT-Projektverwalter bei Software Quality Systems, wonach er dann bis 2017 als Ressortleiter der Start-up-Förderung der Kommission für Technologie und Innovation in Bern arbeitete. Im Moment ist Dr. Meyer, wie gesagt, Teil der Projektleitung für Justitia 4.0. Dr. Meyer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns heute mehr über Ihr Projekt und dessen Herausforderungen zu erzählen. Vielen Dank für die Gelegenheit, das freut mich sehr. Herr Dr. Meyer, könnten Sie uns vielleicht ganz zum Anfang kurz erklären, um was es in Justitia 4.0 geht, wer, also Anwälte, Gerichte, Behörden und so involviert sind und wie denn das Projekt schlussendlich die Arbeit der Schweizer Justiz verändern soll? Das Projekt Justitia 4.0 hat eigentlich zwei Hauptlieferobjekte. Einerseits möchten wir eine Plattform mit dem Namen justitia.swiss aufbauen. Über diese Plattform soll in Zukunft eigentlich der gesamte Rechtsverkehr in der Schweiz ablaufen und es soll auch die Akteneinsicht über diese Plattform möglich sein. Das zweite große Lieferobjekt unseres Projektes ist die E-Justizakte. Wir verwenden hier auch die Abkürzung JAA. Dabei geht es um eine E-Akten-Applikation, die intern bei den Justizbehörden hilft, die Akten in Zukunft digital zu führen, sowohl bei den Gerichten wie auch bei den Staatsanwaltschaften im Zentrum. Und dann begleitend haben wir auch noch ein Teilprojekt Transformation. Das Teilprojekt Transformation wird die Justizbehörden dort begleiten, wo eben auch Anpassungen nötig sind beim Übergang zwischen der Arbeitsweise auf Papier in die digitale Welt, in die Arbeitsweise mit elektronischen Akten. Das sind so etwas die drei großen oder die zwei großen Lieferobjekte mit mehr technischer Art und dann die Begleitung durch das Teilprojekt Transformation. Wie muss ich mir das Teilprojekt Transformation vorstellen? Gut, also die Transformation hilft uns, die richtigen Mittel zu finden, um unser Projekt, unsere zukünftigen Nutzer auch adäquat einzubinden. Ein erstes großes Mittel sind unsere Fachgruppen, oder wir arbeiten jetzt sind es 7, 8 Fachgruppen, wo wir etwa 150 Personen involviert haben aus den verschiedenen Berufsrichtungen, die uns betroffen sind. Also seien das Richter, Staatsanwälte, Kanzleimitarbeiter, aber auch die Anwaltschaft natürlich. Und da hilft uns die Transformation auch richtig mit diesen Leuten umzugehen. Aber die Transformation kümmert sich auch darum, wie wir die Leitungspersonen der Gerichte, die Gerichtspräsidenten, die Oberstaatsanwälte etc., wie wir diese optimal anbinden. Wir machen auch Austauschgefäße, wo man beispielsweise auch den Austausch zwischen verschiedenen Kantonen fördern möchte. Wir machen auch große Anlässe. Wir haben auch schon einen sehr großen Kick-off gemacht, was auch schon eine Art Transformationsmaßnahme ist. Da waren also über 200 Leute einen Tag lang in Luzern eingeladen, eigentlich die führenden verantwortlichen Leute der Justiz. Ja, das sind ein paar Maßnahmen, die ich da aufgezählt habe, ja.
Es ist ja ein Riesenprojekt, diese Justitia 4.0 und auch hochkomplex in der Anbindung dieser verschiedenen Stakeholders, weil da ja auch ganz verschiedene Bedürfnisse da sind. Also ich nehme an, mal der Grundbaustein wird die sichere Datenübertragung sein über ein zentralisiertes System. Ist dem so? Das ist exakt richtig. Und das ist auch das ist diese Plattform justitia.swiss, die eben den elektronischen Rechtsverkehr unterstützen wird und die elektronische Akteneinsicht. Und das ist sicher mal der zentrale Baustein, insofern auch der zentrale Baustein, weil da ja auch gesetzlich eine Basis gelegt werden wird. Und da gibt es ja auch die Idee, das dann teilweise auch für obligatorisch zu erklären, diesen Austausch digital in der Zukunft zu machen. Ja, eben sobald dann ein Obligatorium besteht, das kennen wir aus Deutschland. Also wir haben Kunden in Deutschland und in Deutschland gibt es ja das besondere elektronische Anwaltspostfach, das BEA. Und dort führt das dann schon dazu, dass das dann immer Fragen aufwirft, können jetzt gewisse Technologien noch weiterverwendet werden? Ja, nein, weil die Anbindung, die muss natürlich gegeben sein. Wie sieht das in der Schweiz aus? Also wird da wahrscheinlich ein Obligatorium kommen, dann diese Plattform auch benutzen zu müssen, jetzt zum Beispiel auch für Anwälte, Privatanwälte in der Privatwirtschaft? Also in dem Vorentwurf des BECIS, also des Bundesgesetzes über die elektronische Kommunikation in der Justiz, ist ein Obligatorium vorgeschlagen. In der Vernehmlassung wurde das Obligatorium teilweise kritisiert. Ich meine, das ist im politischen Prozess, ob das kommt, ob das nicht kommt, das liegt nicht an mir, das zu sagen, das liegt schlussendlich an unserem Parlament und an unserem Volk schlussendlich, wenn es halt so weit kommen würde. Wir aus dem Projekt denken, genau, wir kennen natürlich das Obligatorium in Deutschland, wir sehen die Vor- und Nachteile. Wir kennen auch die Situation in Österreich relativ gut. Dort hat man eigentlich auf das Obligatorium weitgehend verzichtet bis heute. Und wir haben eigentlich die Ambition, eine Plattform zu bauen, die auch die Leute ohne Obligatorium motiviert, damit zu arbeiten. Ich stelle mir vor, dass Sie in dem Fall im Moment an einer Webplattform bauen, auf die man sich dann einloggen kann und dann je nachdem, welche Rolle man erfüllt, ob man Anwalt ist oder Richter oder Behörde, hat man dann verschiedene Funktionalitäten, auf die man zugreifen kann und dann eben vor allem die E-Akte, dass man dass man Dokumente abspeichern und dann einsehen kann. Ist das ungefähr das, worauf es rauslaufen wird? Ja, das ist genau in diese Richtung, wobei ich betonen möchte, man muss da ganz stark unterscheiden zwischen der Plattform und der E-Akte in unserem Projekt, weil die Plattform, die ist im Wesentlichen die Ersatz der Briefpost. Also über diese Plattform, die wir aufbauen, werden nur finale, gültige Dokumente ausgetauscht. Mhm. Es geht nicht darum, auf dieser Plattform an Dokumenten Änderungen zu machen, sondern es geht im Wesentlichen darum, wie man heute etwas in ein Briefkuvert steckt, das dann auf die Plattform zu laden, wenn das sozusagen final signiert ist und beispielsweise eine Zustellung gemacht wird. Bei der E-Akte, bei uns im Projekt, da geht es dann eben in dem anderen Teilprojekt darum, wie werden diese Akten erstellt, wie wird mit diesen Akten gearbeitet in den Justizbehörden. Aber das findet selbstverständlich nicht auf der Plattform statt, sondern das findet in einem geschützten Bereich innerhalb der Justizbehörden statt. Interessant, also die Plattform wird niemals eine Art helvetisches Google Docs, wo man an Dokumenten arbeiten kann, sondern eine Übergabe, wahrscheinlich eben auch mit signierten Dokumenten und sicher signiert. Ein sehr interessanter Punkt, ja, ich kann das so bestätigen, also die Plattform wird nur unveränderliche Dokumente, teilweise auch dann Dateien, eben Begrifflichkeit ist da ein bisschen schwierig. Werden im Wesentlichen PDF-Dokumente sein. Man wird aber auch offen sein, andere Dateitypen zuzulassen.
Signiert ist ein sehr wichtiges Stichwort, weil auf eine elektronische Signatur soll eben verzichtet werden. Die elektronische Signatur wird eigentlich ersetzt durch einen Siegel. Die Plattform wird eingehende Dokumente siegeln. Ein Siegel ist technisch eigentlich dasselbe wie eine elektronische Signatur, aber indem man eigentlich die Anforderungen an signierte Dokumente durchgängig entfernt, hat man natürlich viel weniger Probleme in dem Sinne, dass nicht jeder Anwalt und jeder Teilnehmer persönlich eine elektronische Signatur haben muss. Diese Aufgabe übernimmt dann die Plattform in dem Moment, in dem man etwas einreicht durch diesen Siegel. Das ist interessant, weil in Deutschland ist die Signierung sehr wichtig und dort müssen Anwälte auch eine eigene Signatur anfordern und die bekommen und das wird dann, das geht in die Nachricht, wird mit der Nachricht zusammen dann verschickt und das Siegel, die Idee des Siegels wäre dann, dass das bei der Ankunft der Nachricht passiert, dass man sagt, so, das wurde so und so empfangen und dann ist also die Aufgabe ist nicht mehr die des Senders, das draufzustempeln, sondern die des Empfängers zu sagen, so habe ich es erhalten. Ja, genau, das gibt natürlich eine massive Vereinfachung, weil dann eigentlich die Plattform selber muss das Siegel im Griff haben und nicht die einzelnen Teilnehmer an diesem Rechtsverkehr. Wobei ich noch präzisieren möchte, im Vorentwurf des Gesetzes ist vorgeschlagen, dass die Justizbehörden dass Eingaben, die von der Justizbehörde auf die Plattform kommen, die müssen von den Justizbehörden gesiegelt sein. Mhm. Hingegen Eingaben oder Zustellungen, die von den Anwälten kommen, die müssen nicht gesiegelt sein. Die können zwar, ich meine, es wird niemand einem Anwalt verbieten, seine eigene elektronische Unterschrift auf eine Dokumente zu tun und das so einzureichen, aber es ist nicht gefordert. Interessant. Also Sie wollen es einfacher machen für die kleinen Benutzer, das System zu verwenden und einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der das dann trotzdem eben noch immer rechtskräftig verwendbar macht. Absolut. Ich meine, das Entscheidende ist ja, dass die Person, die hier etwas übermittelt, eindeutig identifiziert ist. Mhm. Und zusammen mit dieser eindeutigen Identifikation der Person und dem Siegel der Plattform ist in jedem Moment sichergestellt, dass nachweislich ist, welche Person das eingegeben hat und dass dann das auch unverändert aufbewahrt und weitergeleitet wird. Und mit diesen zwei Elementen, mit einer elektronischen Identität, die natürlich jeder Teilnehmer haben muss, auch wenn jetzt das eID-Gesetz abgelehnt wurde, wir werden natürlich eine elektronische Identität haben müssen, um diese Plattform, aber es wird natürlich nicht die offizielle schweizerische eID sein können, es sei denn, die sind jetzt sehr schnell und wir werden ja sehen, das ist uns ja allen bewusst, dass diese Problematik noch besteht mit der offiziellen schweizerischen elektronischen Identität. Ja, weil die wurde vor einem halben Jahr ungefähr vom Stimmvolk Bach abgeschickt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, oder? Ja, ganz genau. Die Idee wäre gewesen, dass man dann das als Signatur verwenden kann, also als Identifikation. Entschuldigung. Ja, genau, das wollte, aber es gibt natürlich auch heutzutage in der Schweiz auch verbreitete kantonale Lösungen. Ja. Es gibt auch Lösungen im Bundesumfeld, die verwendet werden. Wir werden jetzt wir werden sicher nicht selber machen. Wir sind daran, uns umzuschauen, welche Systeme das wir dann verwenden können für unsere Plattform. Es ist ja noch spannend, in der Schweiz hat man ja immer wieder das Problem, dass die Kantone sehr viel Hoheit über Verwaltungsprozesse haben, was man in Deutschland oder in Österreich zum Beispiel nicht hat, in dem Umfang.
Ist das eine Herausforderung für Ihr Projekt, mit den einzelnen Kantonen zusammenzuarbeiten, oder läuft das relativ rund? Ich würde mal sagen, das ist eine sehr große Herausforderung, aber ich glaube, wir haben die bisher auch recht gut gemeistert. Schon wenn Sie unser Projektorganigramm anschauen, werden Sie sehen, dass wir haben zwei sogenannte Trägerschaften. Und das eine ist die Justizkonferenz, sozusagen die Judikative, und das andere ist die KKJPD, also die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren und Direktorinnen. Und diese zwei, die repräsentiert ja eigentlich die Exekutive in unserem Projekt. Und unser Projekt wird auch von diesen beiden Entitäten finanziert. In der Schweiz hat ja die Justiz oft eigene Budgets. Und entsprechend ist auch in unserer ganzen Projektorganisation diese Symmetrie abgebildet. Die Gremien sind meistens mit einer Doppelspitze, wobei immer eine Person der Judikative, eine Person der Exekutive zugeordnet werden kann. Und auch die Projektleitung ist ja so ausgestaltet. Und ich glaube, wir konnten jetzt in den letzten 2-3 Jahren hier aber eine gute Zusammenarbeit etablieren. Am Anfang gab es tatsächlich einige Diskussionen, bis diese ganze Governance und diese Besetzung der Gremien eigentlich beschlossen werden konnte. Sie haben ja in dem Sinne politische Herausforderungen anzugehen und auf der anderen Seite technische Herausforderungen. Was ist im Moment der Projektstand? Wo sind die größten Herausforderungen noch anzugehen? Und wovon gehen Sie aus, ab wann die ersten Teile dieses Projektes dann auch nutzbar gemacht werden können, so über den Daumen gepeilt? Genau, also bei diesem Teilprojekt der Plattform, bei dieser Plattform justitia.swiss, da haben wir eigentlich vor wenigen Wochen einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem wir unsere Beschaffung der Partner, die dann diese Software bauen, aber auch betreiben. Wir konnten diesen Beschaffungsprozess abschließen. Wir haben publiziert, welche Firmen das hier den Zuschlag erhalten haben. Wir haben da eine recht klare Vorstellung auch, wie diese Plattform technisch aufgebaut werden soll und auch betrieben werden soll. Ich glaube, da sind wir eigentlich sehr gut unterwegs und ich rechne damit, dass diese Plattform im nächsten Jahr, also in 2013, aufgebaut werden kann. Und unsere Planung sieht vor, dass wir in 2014 schon die ersten Pilotanwendungen über diese Plattform laufen lassen können. Also 23 und 24 in den nächsten 2 Jahren. 23 wird der Aufbau sein und das Testing und die Optimierung, und im 24 denken wir, sind wir so weit, dass wir wirklich auch schon pilotieren können, vielleicht mit einzelnen Kantonen, mit einzelnen Staatsanwaltschaften, mit einzelnen Anwaltsvertretern. Das werden wir sehen, wie wir das genau machen, aber da sind wir eigentlich sehr gut unterwegs und wir sind auch sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, auch diesen ganzen Beschaffungsprozess eigentlich auf eine gute Art und Weise umzusetzen. Wir haben unserer Meinung nach auch sehr qualitativ sehr gute Firmen, denen wir jetzt den Zuschlag geben konnten. Ich denke, das ist absolut zentral, oder? Man braucht für so ein Projekt auch Firmen, die das entsprechende Know-how mitbringen. Und in einem Beschaffungsprozess weiß man ja am Anfang nie genau, welche Firmen am Schluss den Zuschlag erhalten. Aber wir sind mit der jetzigen Situation sehr zufrieden. Darf ich Sie fragen, wer hat den Zuschlag gekriegt? Ich habe das noch nicht gesehen. Es ist für den Betrieb der Plattform, Betrieb und Support, also Helpdesk etc., ist das die Firma Elka aus Lausanne, und für die Entwicklung ist das die Firma Zülke Engineering aus Zürich. Interessant. Und ich nehme an, dass auch das ganze Hosting und die ganze Infrastruktur wird natürlich in der Schweiz sein, oder?
Absolut, ja, das waren natürlich sehr viele Anforderungen, wichtige Anforderungen, dass das in der Schweiz sein muss, der ganze Betrieb nach schweizerischem Recht und so weiter. Eben die Firma Elka hat auch kann gute Erfahrungen vorweisen, betreibt auch solche Services für andere Bundesstellen. Und da denken wir, haben wir eine sehr gute Lösung. Auch der Entwicklungspartner wird viele Arbeiten in der Schweiz machen. Da ist gewisse Entwicklungsarbeiten in einem Nearshoring-Modell sind zugelassen, selbstverständlich aber keine Zugriffe auf irgendwelche Daten. Gibt es in dem Zusammenhang oder gab es auch Gedankengänge, dass man jetzt dieses Projekt auch DSGVO-kompatibel gestalten muss, also mit den europäischen Datenschutzgesetzen harmonisieren muss, oder ist das etwas, was in der Schweiz nicht groß mitgedacht wird? Doch, natürlich. Wir haben auch den eidgenössischen Datenschützer und auch kantonale Vertreter von Datenschützer aktiv im Projekt eingebunden. Die DSVGO ist ja nicht wirklich gültig für die Schweiz, aber es sind ja auch da Datenschutzgesetze, die, glaube ich, jetzt noch im Gesetzgebungsprozess sind. Aber wir haben da all die Sachen eigentlich so weit berücksichtigt, wie man das kann. Und wir haben auch entsprechende Klauseln sogar in den Verträgen mit den zukünftigen Service-Providern, dass eben Anpassungen auch an zukünftige Gesetze natürlich gemacht werden müssen, so wie das kommt. Und natürlich lehnt sich auch die Schweizer Gesetzgebung sehr stark an die DSVGO. In dem Sinn ist das schon berücksichtigt. Spannend. Ich befinde mich hier etwas, ich meine, das delegiere ich natürlich an unseren Projektjuristen insbesondere, der sich da noch viel detaillierter auskennt. Natürlich. Es ist interessant zu wissen, weil auch die Verbindung mit dem Ausland, gerade mit dem europäischen Ausland, ist ja für die Schweiz auch zentral. Ist in dem Sinne auch ein Austausch mit ausländischen Stellen angedacht, oder ist die Justitia 4.0 nur, also quote unquote, nur Schweiz? Also jetzt mal, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Also ich meine, rein das System wird zuerst mal für die Schweiz aufgebaut. Aber das Bundesamt für Justiz hat uns auch informiert, dass es da auch gewisse Abkommen gibt Richtung Europa über Datenaustausch, Formate und Anforderungen mit europäischen Stellen. Das werden wir in einer etwas späteren Projektphase dann anschauen. Wir werden schon zuerst jetzt mal in der ersten Projektphase uns auf die schweizerischen Prozesse beschränken. Wo wir hingegen großen Austausch haben mit dem benachbarten Ausland ist im Sinne eines technischen Austausches. Wir haben uns sehr genau angeschaut, eben insbesondere in Deutschland, in Österreich, auch in Dänemark, auch in Italien. Wir haben auch einen Bericht von Frankreich gelesen. Das ist immer ein bisschen schwieriger für uns zu verstehen, was die genau machen. Aber wir haben da sehr viel angeschaut und wir haben auch eine enge Kollaboration mit den Kollegen aus Österreich insbesondere. Also mit Österreich eigentlich enger als mit Deutschland? Im Moment enger, weil wir für das zweite Teilprojekt, diese E-Justizakten-Applikation, sind wir im Moment involviert in einer sogenannten Machbarkeitsstudie, wo wir schauen, ob es eventuell Sinn machen würde, die österreichische Lösung in dem Gebiet eben für diese Justizbehörden in die Schweiz zu übernehmen. Da machen wir im Moment mit 3 Kantonen zusammen, versuchen wir diese österreichische Lösung mit Schweizer Systemen zu integrieren und hier auch in Betrieb zu nehmen. Vielleicht jetzt noch kurz eine Frage zum Technischen. Ist eine API auch schon angedacht, damit Softwareanbieter wie wir zum Beispiel dann auch Schnittstellen bauen können? Ja, also gerade eben jetzt für die Plattform, da hatten wir übrigens als Bewertungskriterien etwa 12 User Stories, die eigentlich in einer großen Präsentation von den potenziellen Anbietern vorgestellt werden müssten,
vorgestellt wurden in den Präsentationen, wie Sie das angedacht haben zu implementieren. Und da haben eben all diese APIs, die zukünftigen, eine große Rolle gespielt und die wurden da schon skizziert. Eben das werden REST-APIs sein. Ich denke, das macht man heute so und das war sehr interessant zu sehen, welche Ansätze da kommen. Und das wird natürlich jetzt in der ersten Phase des Projektes dann auch sehr wichtig sein, dass man eben diese APIs möglichst früh klar definiert und klar spezifiziert, dass man natürlich dann da Systeme anbinden kann. Da bin ich natürlich froh, das zu hören. Dann vielleicht noch einfach aus Neugier die Frage des Namings. Also warum ist das Justitia 4.0? Was ist denn die Justitia 1.0 bis 3.0? Genau, vielleicht fange ich mal so an. Also ich meine, das 4.0, das ist natürlich eine Analogie zu Industrie 4.0. Ich meine, Digitalisierung heutzutage. Ich war ja vorher auch in der Innovationsförderung tätig, da war das Schlagwort Industrie 4.0 sehr groß. Da geht es ja um IoT, also im Internet of Things, und es geht um 5G-Geschichten und so weiter. Und wir wollten ja einen Namen haben, der auch ein bisschen eine Ambition ausdrückt, oder? Und dann sind wir auf Justitia 4.0 gegangen. Die Projekte Justitia 1.0 bis 3.0, die gab es nie meines Wissens in der Schweiz. Was es noch gibt, vergleichbar, oder? Und das ist vielleicht auch noch schön zu hören, eben gerade die österreichischen Kollegen, die übrigens auch so Österreich ist im Bereich der Justizinformatik eigentlich ziemlich führend, es gibt da auch gewisse Ratings, wo man das sieht, und die haben eben ein Projekt, das heißt Justiz 3.0, und da haben wir gesagt, eines mehr sollte es schon sein. Immer eins mehr als die Österreicher. Das ist schön, es gibt Schweizer Traditionen, mit denen darf man nicht brechen. Gut, wir sind jetzt schon bei 25 Minuten angekommen. Herr Dr. Meyer, gibt es noch etwas zum Projekt, was Sie uns gerne sonst noch mitgeben möchten oder über das Sie uns informieren möchten? Ich möchte auch nicht verschweigen, dass es natürlich schon herausfordernd ist, jetzt gerade in dem Bereich, wo es dann um die Justizaktenlösung für die Behörden geht. Also in diesem Bereich werden wir natürlich, falls wir erfolgreich sind, hier eine Lösung zur Verfügung zu stellen, noch viel tiefer eingreifen in die eigentlichen IT-Umgebungen dieser Behörden. Da gibt es heute schon sehr natürlich IT-Systeme. Es gibt jetzt die sogenannten Fachapplikationen, die sind sehr vielfältig in der Schweiz. Man möchte das auch aus der Tradition heraus möglichst lokal betreiben. Und diese ganze Kultur, hier eine IT, eine sehr kritische IT aufzubauen, die dann auch natürlich security-mäßig, aber auch betriebstechnisch sehr hohe Anforderungen hat. Das ist ein sehr, sehr großer Schritt, oder? Und da sind wir immer noch auch im Prozess herauszufinden, was können wir wirklich zentral als schweizerische Lösung bereitstellen, was muss möglich sein für die Kantone dann an Anpassungen zu machen und so weiter. Ich denke, das ist nach wie vor eine sehr große Herausforderung, und das Gesamtsystem wird natürlich nur wirklich funktionieren, wenn auch intern bei den Justizbehörden und dann natürlich auch bei der Anwaltschaft ein digitales, durchgängiges Arbeiten möglich ist. Man sieht auch in anderen Ländern, dass das natürlich, bis diese Umstellung wirklich durchgängig geschieht, das dauert mehrere Jahre. Da machen wir uns keine Illusionen, das wird wirklich noch lange gehen. Aber es geht auch immer darum, die richtigen Schritte zu finden und dann auch die Stakeholder einfach mitzunehmen. Ja. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung, denke ich.
Ja, und das Ganze auch in die Zukunft zu tragen. Es gibt bei Softwareentwicklung immer wieder ab und zu die Frage, wann ist denn die Software endlich fertig? Und ich glaube, das Gleiche könnte man bei Justitia 4.0 fragen. Und da muss man sagen, nein, wird noch in 50 Jahren weiterentwickelt. Das ist ja auch eine Herausforderung über die lange Zeit hinweg. Ja, ja, aber trotzdem haben wir natürlich solche Systeme werden permanent weiterentwickelt. Aber doch haben wir haben einen 8-jährigen Masterplan erstellt zu Anfang des Projekts. Wir haben auch eine Kostenschätzung gemacht über diese ganze Zeit und eigentlich sind wir auch nach jetzt haben wir 3,5 Jahre, also wir sind noch einigermaßen in unserem ursprünglichen Plan und wir haben doch ein paar wichtige Schritte machen können. Die Budgets haben wir bisher bei weitem nicht ausgeschöpft, weil wir eben doch noch nicht ganz so weit in die Umsetzungsphase gekommen sind, wie wir wollten. Aber wir konnten doch schon ein paar, also wir haben nicht nur Papier produziert, gerade weil wir mit den Österreichern gemeinsam auch jetzt in einer Machbarkeitsstudie sind und weil wir auch schon ganz am Anfang sogenannte Sandboxes gemacht haben, kleine Vorprojekte, wo wir auch schon etwas auf der Azure Cloud aufgebaut haben und mit einzelnen Kantonen gemeinsam oder zwischen mehreren Kantonen punktuelle Tests machen konnten, wie solche Prozesse ablaufen können. Also von dem her sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie wir unterwegs sind. Schön. Gibt es noch irgendwelche politischen Hürden im Sinne, dass eben vor einem halben Jahr wurde die eID in der Schweiz einfach abgelehnt und damit muss man halt dann leben. Gibt es sonst noch Teile des Projektes, die auch vom politischen Prozess in der Schweiz, den Sie nicht kontrollieren und auch keine Möglichkeit zur Einflussnahme haben, bestimmt wird? Ja, ich glaube, die große Frage ist schon eben dieses Gesetz. Es gab ja dann auch eine Einsprache gegen unsere Ausschreibung. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Als wir die Plattform ausgeschrieben haben, gab es eben eine Beschwerde oder eine Einsprache. Ich bin da juristisch immer ein bisschen von der digitalen Gesellschaft, die uns eigentlich abgesprochen haben, dass wir überhaupt berechtigt seien, als Projekt Justitia 4.0 eine Ausschreibung zu machen. Und eines der Argumente war dabei, dass man nicht auch schon, bevor das Gesetz quasi final in Kraft ist, mit der Umsetzung beginnen soll. Und ich finde einfach, dass ich kann diesen Gedanken nicht wirklich nachvollziehen, weil solche Umsetzungen, die gehen mehrere Jahre. Die Schweiz ist heute schon, ich würde sagen, zwischen 5 und 10 Jahre im Rückstand, wenn man jetzt die Digitalisierung der Justiz mit den anderen europäischen Ländern vergleicht. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt trotzdem weitermachen können mit unserem Projekt. Und ich bin auch sicher, falls das Parlament dann andere Punkte noch ins Gesetz schreibt, dann werden wir auch durch Anpassung diese erfüllen können. Es gibt übrigens einen Punkt, wir gehen jetzt zu einem privatrechtlichen Betreiber. Ich habe es erwähnt, die Firma Elka mit der Plattform. In den meisten Staaten werden solche Infrastrukturen vom Staat betrieben. Wir könnten uns durchaus vorstellen, dass das Parlament zum Schluss kommt, dass diese Plattform vom Staat betrieben werden muss. Und wir haben auch die gesamte Ausschreibung so ausgerichtet, dass dass es da eben möglich ist, auch einen Wechsel des Betreibers zu machen nach 2, 3 Jahren, wenn dann eben etwa vielleicht das Gesetz in Kraft sein wird. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig in diesem Digitalisierungsprojekt in unserem Land, dass man auch mal mit etwas anfängt, auch wenn noch nicht alle letzten Fragen geklärt sind, weil man sonst wirklich überhaupt nicht vorwärts kommt. Ja, es ist ein Chicken- und Egg-Problem. Wer kommt zuerst, das Gesetz oder die Arbeit am Projekt? Gut, ich bin froh, dass Sie das Ganze in die Hand nehmen. Ich meine, es ist natürlich auch von unserer Seite aus schön zu sehen, dass die Digitalisierung vorankommt.
Herr Dr. Meyer, ich möchte Ihnen herzlich danken für das tolle Gespräch. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Gelegenheit und es war ein Vergnügen mit Ihnen, Vielen Dank. sich zu unterhalten. Danke.